Lektion 1: Schulerinnerungen. Ich klappe sie immer zusammen, um den Kreidestaub herauszubekommen. Das ist ein klassischer Schachzug. Es erinnert mich an unsere Schulzeit. Ja. Meine Freunde und ich gingen nach dem Unterricht gemeinsam nach Hause. Und wir redeten darüber, was wir tagsüber gemacht haben. Das waren so lustige Gespräche voller Gelächter. Ich vermisse diese unbeschwerten Momente, in denen sich alles einfach anfühlte. Ich auch. Es ist schön, sich an unsere Kindheitserlebnisse zu erinnern. Definitiv. Diese Freundschaften haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Sorgen wir dafür, dass diese Verbindungen bestehen bleiben. Lektion 2: Positives Reisen. Genau. Behalten wir eine positive Einstellung und genießen Sie den Flug. Ich stimme voll und ganz zu, eine gute Einstellung macht die Reise angenehmer. Ja, und es kann aufregend sein, sich auf das bevorstehende Abenteuer zu konzentrieren. Außerdem hilft es, von Sorgen oder Verzögerungen abzulenken. Absolut. Ich versuche immer an die tollen Erlebnisse zu denken, die auf uns warten. Ja, und die neuen Orte, die wir gemeinsam entdecken werden. Darum geht es beim Reisen, Entdecken und Erinnerungen schaffen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was diese Reise für uns bereithält. Ich auch. Lassen Sie uns die Reise annehmen und jeden Moment genießen. Lektion 3: Stilvolle Sicherheit. Definitiv. Wir haben Helme in verschiedenen Stilen und Farben. Das ist großartig. Es ist wichtig, dass Sicherheit Spaß macht und stilvoll bleibt. Ja, jeder möchte gut aussehen und gleichzeitig geschützt bleiben. Genau. Außerdem regt es die Menschen dazu an, sie häufiger zu tragen. Ich stimme zu. Je ansprechender sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie genutzt werden. Wir sollten auf jeden Fall alle Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben. Ja, stellen wir sicher, dass jeder weiß, dass er die perfekte Lösung finden kann. Ich freue mich, jedem bei der Auswahl eines Helms helfen zu können, den er liebt. Gemeinsam können wir die Sicherheit fördern und sie gleichzeitig in Mode halten. Lektion 4: Extremes Wetter. Es ist eine der größten Städte der Welt, in der die Temperaturen -40 °C erreichen. Das ist unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, unter solch extremen Bedingungen zu leben. Ja, es erfordert eine besondere Widerstandsfähigkeit, um in diesem Klima erfolgreich zu sein. Absolut. Die Menschen müssen gut auf die Kälte vorbereitet sein. Sie müssen auf jeden Fall mehrere Schichten tragen und warm bleiben. Ich bewundere diejenigen, die mit so harten Wintern klarkommen. Ja, es zeigt ihre Stärke und Anpassungsfähigkeit. Ich frage mich, welche Aktivitäten sie in den Wintermonaten genießen. Es muss interessant sein zu sehen, wie sich die Kultur an die Kälte anpasst. Lektion 5: Verborgene Schätze. Definitiv. Ich glaube, dass es noch mehr verborgene Schätze gibt, die darauf warten, erkundet zu werden. Ich stimme zu. Es hat etwas Aufregendes, neue Orte zu entdecken. Ja, jeder Winkel der Welt hat seine eigenen einzigartigen Schätze. Genau. Es ist, als würde man kleine Stücke Geschichte und Kultur entdecken. Ich liebe es, auf Reisen die weniger bekannten Orte aufzusuchen. Ich auch. Sie machen oft die authentischsten Erfahrungen.
Lassen Sie uns eine Liste der Orte erstellen, die wir als nächstes besuchen möchten. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam weitere verborgene Schätze zu entdecken. Ja, das Erkunden ist immer besser mit einem Begleiter. Lektion 6: Inselerkundung. Wie haben Sie sich entschieden, diese bestimmte Insel zu besuchen? Ich wollte etwas abseits der ausgetretenen Pfade erkunden. Das klingt abenteuerlich. Was hofften Sie dort zu finden? Ich war auf der Suche nach einzigartigen Landschaften und lokaler Kultur. Das sind die besten Gründe, sich für ein Reiseziel zu entscheiden. Ja, ich liebe es, in neue Erfahrungen einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer dort zu hören. Definitiv. Es ist spannend, Geschichten von meinen Reisen zu erzählen. Lasst uns eines Tages unsere eigene Reise auf eine Insel planen. Lektion 7: Alte Weisheit. Diese Idee wurde erstmals von einem antiken griechischen Wissenschaftler, Ptolemäus, berühmt gemacht, der Das ist faszinierend. Er leistete bedeutende Beiträge zur Astronomie. Ja, seine Arbeit legte den Grundstein für viele moderne Theorien. Ich liebe es, wie altes Wissen auch heute noch Einfluss auf uns hat. Absolut. Es zeigt, wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen. Ja, und wie sich Ideen im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Ich finde es inspirierend, vergangene Entdeckungen mit aktuellem Verständnis zu verbinden. Definitiv. Es ermutigt uns, weiter zu forschen und zu hinterfragen. Lassen Sie uns tiefer in seine Theorien eintauchen. Sie sind wirklich faszinierend. Lektion 8: Bequemlichkeit bis spät in die Nacht. Der Zimmerservice ist für späte Nächte wirklich praktisch. Das ist verständlich, vor allem, wenn man keine Lust hat, auszugehen. Genau. Es ist schön, wenn das Essen direkt auf Ihr Zimmer geliefert wird. Denken Sie jedoch, dass die Preise den Komfort wert sind? Manchmal können sie etwas hoch sein, aber das spart Zeit und Mühe. Wahr. Nach einem langen Tag ist es schön, sich zu entspannen, ohne sich um das Abendessen kümmern zu müssen. Ich stimme zu. Außerdem fühlt es sich wie ein wenig Luxus an, den man genießen kann. Ja, es steigert das Gesamterlebnis eines Hotelaufenthalts wirklich. Sicher. Ich denke, es lohnt sich hin und wieder. Lektion 9: Aktualisierungen der Flugankündigungen. Haben Sie die Flugansage gehört? Irgendwelche Änderungen an unserem Tor? Das habe ich nicht verstanden. Ich hoffe, es gibt keine kurzfristigen Änderungen. Ebenfalls. Es kann sehr stressig sein, wenn sich Tore unerwartet ändern. Ja, vor allem, wenn Sie bereits in Eile sind, um einen Flug zu erwischen. Ich weiß. Es ist wichtig, auf Aktualisierungen aufmerksam zu bleiben. Definitiv. Behalten wir für alle Fälle ein Auge auf die Monitore. Gute Idee. Ich möchte lieber keine wichtigen Informationen verpassen. Vereinbart. Wir sollten auch aufmerksam auf Boarding-Anrufe achten. Ja, stellen wir sicher, dass wir bereit sind, wenn es Zeit zum Einsteigen ist. Lektion 10: Transportmittel auswählen. Das funktioniert bei mir. Welche Transportmittel sollen wir nutzen? Ich denke, dass die Fahrt mit der Bahn eine gute Option wäre. Das klingt praktisch und effizient.
Außerdem ist es normalerweise entspannender. Genau. Züge bieten eine bequeme Möglichkeit, die Landschaft zu genießen. Ja. Ich liebe es zu beobachten, wie sich die Landschaft während unserer Reise verändert. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Reise zu erleben, nicht nur das Ziel. Ich stimme zu. Sollten wir gemeinsam die Zugfahrpläne überprüfen? Ja, stellen wir sicher, dass wir die beste Reisezeit auswählen. Perfekt. Ich freue mich schon jetzt auf diese Reise. Lektion 11. Persönliche Note in Fotos. Ich liebe die persönliche Note, die Sie den Fotos verliehen haben. Ich freue mich, dass sie dir gefallen haben. Es ist schön, besondere Momente festzuhalten. Ja, diese kleinen Details machen die Bilder wirklich lebendig. Ich versuche immer, Elemente einzubeziehen, die unsere Erfahrungen widerspiegeln. Das macht sie so unvergesslich. Jedes Foto erzählt eine Geschichte. Genau. Es ist, als würden wir unsere Erinnerungen auf wunderschöne Weise bewahren. Ich weiß es zu schätzen, wie viel Mühe Sie in sie gesteckt haben. Danke schön. Ich liebe es, diese Momente mit dir zu teilen. Lasst uns bei unserem nächsten gemeinsamen Abenteuer weitere Fotos machen. Lektion 12. Arztbesuch. Ich hatte letzte Woche Halsschmerzen und Fieber. Oh nein. Das klingt unangenehm. Warst du beim Arzt? Ja, meine Mutter brachte mich zum Arzt, als wir dort ankamen. Das war eine gute Idee. Es ist immer am besten, sich untersuchen zu lassen. Ich stimme zu. Der Arzt war sehr hilfsbereit und gab mir Medikamente. Das freut mich. Hat es Ihnen geholfen, sich besser zu fühlen? Ja, zum Glück. Danach begann ich mich ziemlich schnell zu erholen. Das sind tolle Neuigkeiten. Passen Sie unbedingt auf sich auf. Ich werde. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, auf meinen Körper zu hören. Lektion 13. Umweltbewusstsein. Die Menschen werden sich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt immer bewusster. Ja, es ist ermutigend zu sehen, dass mehr Menschen Maßnahmen ergreifen. Haben Sie das wachsende Interesse an nachhaltigen Praktiken gesehen? Absolut. Heutzutage übernehmen immer mehr Menschen umweltfreundliche Gewohnheiten. Es ist ein positiver Trend. Jede noch so kleine Anstrengung hilft unserem Planeten. Ich stimme zu. Einfache Änderungen können im Laufe der Zeit einen erheblichen Unterschied machen. Ja, zum Beispiel den Plastikverbrauch reduzieren und verantwortungsbewusster recyceln. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinschaften für dieses Anliegen zusammenschließen. Unterstützen wir diese Bemühungen weiterhin in unserem täglichen Leben. Lektion 14. Amerikanische Werte. Amerikas Glaube an Freiheit und Demokratie hat seine Geschichte geprägt. Das stimmt. Es war ein wesentlicher Teil der nationalen Identität. Ja, während eines Großteils des letzten Jahrhunderts wurden diese Werte auf die Probe gestellt. Absolut. Viele Bewegungen sind entstanden, um diese Prinzipien aufrechtzuerhalten. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich diese Ideale weiterentwickeln. Ja, und sie inspirieren Menschen auf der ganzen Welt, für ihre Rechte zu kämpfen. Ich liebe es, historische Ereignisse zu diskutieren, die diese Kämpfe widerspiegeln.
Ich auch. Das Verständnis unserer Vergangenheit hilft uns, unsere heutigen Freiheiten zu schätzen. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über dieses Thema lesen. Es ist so wichtig. Lektion 15: Lebensmitteleinkauf. Wie wäre es mit diesen Äpfeln? Sie sind preisgünstig. Perfekte Wahl. Frisches Obst ist immer ein guter Kauf. Ja, und sie eignen sich hervorragend zum Knabbern oder als Ergänzung zu Mahlzeiten. Genau. Außerdem sind sie gesund und lecker. Ich liebe auch, dass sie vielseitig sind, wir können sie in so vielen Rezepten verwenden. Absolut. Okay, Lebensmittel erledigt. Was sollten wir noch mitnehmen? Sorgen wir dafür, dass wir genügend Snacks für unsere Reise haben. Gute Idee. Es ist immer schön, auf Reisen Leckereien zur Hand zu haben. Ja, und Getränke für unterwegs dürfen wir nicht vergessen. Lektion 16: Reisegrundlagen. Hast du schon für die Reise gepackt? Noch nicht. Ich überlege immer noch, was ich unbedingt mitbringen muss. Das ist verständlich. Es kann schwierig sein, sich an alles zu erinnern. Ja, ich möchte sicherstellen, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam eine Checkliste erstellen? Das klingt nach einer tollen Idee. Es wird uns helfen, organisiert zu bleiben. Definitiv. Ich schreibe das Nötigste auf, was wir für die Reise brauchen. Perfekt. Stellen wir sicher, dass sowohl Kleidung als auch Toilettenartikel dabei sind. Ja, und wir sollten alle Sonderposten für geplante Aktivitäten berücksichtigen. Lektion 17: Der Mississippi. Der Mississippi River entspringt in den Hügeln im Norden von Minnesota. Das ist faszinierend. Es ist eine so bedeutende Wasserstraße in Amerika. Ja, es fließt südwärts und durchquert so viele Staaten. Genau. Es ist erstaunlich, wie es verschiedene Regionen des Landes verbindet. Ich liebe die wichtige Rolle, die es in der Geschichte und im Handel gespielt hat. Ja, es ist seit Jahrhunderten für Handel und Transport unerlässlich. Die Erforschung seiner Geschichte kann Einblicke in die Entwicklung Amerikas geben. Ich würde gerne mehr über die Auswirkungen des Flusses im Laufe der Zeit erfahren. Tolle Idee. Lassen Sie uns gemeinsam seine Geschichte erforschen. Es wird Spaß machen. Lektion 18: Justizsysteme. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Justizsysteme in den meisten englischsprachigen Ländern besteht darin, dass beschuldigte Personen Rechte haben. Ja, es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle während des gesamten Gerichtsverfahrens fair behandelt werden. Genau. Die Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Schuld ist ein Grundprinzip. Das ist es wirklich. Dadurch wird sichergestellt, dass Menschen vor einem Prozess nicht ungerechtfertigt bestraft werden. Rechts. Es wahrt auch die Integrität des Rechtssystems selbst. Ich schätze, wie diese Rechte dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafverfolgung aufrechtzuerhalten. Ja, und sie schützen Einzelpersonen vor potenziellem Machtmissbrauch. Absolut. Für eine gerechte Gesellschaft ist es unerlässlich, über diese Sicherheitsvorkehrungen zu verfügen. Ich freue mich, dass wir in unseren Diskussionen die Bedeutung dieser Rechte erkennen. Lektion 19: Zu Hause helfen. An den meisten Abenden helfe ich meiner Mutter beim Abwaschen nach dem Abendessen. Das ist großartig.
Es ist schön, die Verantwortung im Haushalt zu teilen. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, zu Hause einen Beitrag zu leisten. Absolut. Es schult Verantwortung und Teamarbeit innerhalb der Familie. Danach mache ich normalerweise meine Hausaufgaben, um meinen Tag abzuschließen. Das klingt nach einer guten Routine. Es ist wichtig, Hausarbeit und Studium in Einklang zu bringen. Ja, es hält mich organisiert und hilft mir, den Überblick zu behalten. Ich bewundere Ihr Engagement. Es ist wichtig, eine gute Arbeitsmoral zu haben. Danke. Ich denke, es bereitet mich auch auf zukünftige Aufgaben vor. Lektion 20: Prozesse verbessern. Das könnte dazu beitragen, den Prozess erheblich zu beschleunigen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Optimierung unserer Arbeitsabläufe ist von entscheidender Bedeutung. Ja, wenn wir diese Änderungen umsetzen, können wir effizienter sein. Lassen Sie uns das im nächsten Meeting besprechen, um mehr Input zu sammeln. Gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass alle mit den Anpassungen einverstanden sind. Absolut. Zusammenarbeit kann zu noch besseren Lösungen führen. Ich freue mich darauf, die Meinung aller dazu zu hören. Ich auch. Es wird interessant sein zu sehen, welche Ideen Sie einbringen. Bereiten wir einige Notizen vor, damit wir unsere Vorschläge klar darlegen können. Lektion 21: Vertragsrevisionen. Ich stimme voll und ganz zu, wir müssen uns mit diesen Bedenken befassen. Ja, es ist wichtig, dass sich alle mit der Vereinbarung wohlfühlen. Lassen Sie uns den Vertrag überarbeiten, um diese Punkte für alle Beteiligten klarzustellen. Das klingt nach einem klugen Plan. Transparenz ist der Schlüssel zu jeder Vereinbarung. Genau. Wir möchten künftig Missverständnisse vermeiden. Rechts. Eine klare Kommunikation stärkt unsere Zusammenarbeit. Ich werde die Änderungen entwerfen und wir können sie gemeinsam überprüfen. Perfekt. Ich schätze Ihren proaktiven Ansatz in dieser Hinsicht. Danke. Ich glaube, dass dies zu einer stärkeren Partnerschaft führen wird. Lektion 22: Wochenendpläne. Hey, hast du über unsere Wochenendpläne nachgedacht? Ja, ich denke darüber nach, einen Kurzurlaub zu machen. Das klingt spannend. Haben Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn? Ich denke über einen nahegelegenen Strand nach, es ist perfekt für einen Kurztrip. Tolle Wahl. Der Strand ist immer erfrischend und entspannend. Ja, ich kann es kaum erwarten, etwas Sonne zu tanken und die Wellen zu genießen. Lasst uns ein paar lustige Aktivitäten planen, während wir dort sind. Absolut. Ein kleines Abenteuer macht es noch besser. Ich freue mich darauf. Es wird eine schöne Abwechslung von unserem Alltag sein. Lektion 23: Aufregung beim ersten Flug. Tanja freute sich sehr auf die Reise mit ihr. Das ist wunderbar. Es ist immer aufregend, an einen neuen Ort zu reisen. Ja, zumal keiner von ihnen zuvor in einem Flugzeug gesessen hatte. Ich erinnere mich an meinen ersten Flug, es war so ein unvergessliches Erlebnis. Genau. Die Vorfreude auf den Abflug ist etwas Besonderes. Ich wette, auch Sie werden die Aussicht von oben genießen. Ja, die Welt vom Himmel aus zu sehen, ist atemberaubend. Ich freue mich für Sie.
Sie werden jahrelang Geschichten zu erzählen haben. Absolut. Reisen schafft bleibende Erinnerungen und neue Perspektiven. Lektion 24: Verkaufspreise. Wie viel haben sie gekostet? Sie waren für $50 im Angebot, was ein tolles Angebot ist. Das ist beeindruckend. Ich liebe es, solche Schnäppchen zu machen. Ja, das Einkaufen lohnt sich, wenn man Geld spart. Definitiv. Wenn ich kann, halte ich immer Ausschau nach Verkäufen. Ich auch. Es ist eine clevere Möglichkeit, Ihre Finanzen zu verwalten und gleichzeitig das zu bekommen, was Sie wollen. Ich bin froh, dass wir uns in Sachen Budgetierung einig sind. Absolut. Es hilft uns, das Beste aus unseren Einkaufserlebnissen zu machen. Lasst uns gemeinsam weiter nach guten Angeboten suchen. Lektion 25: Gesetzliche Rechte. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen anders denken. Wir möchten lieber, dass Gesetze von den Göhnern dieser großartigen Stadt geschrieben werden. Genau. Es ist wichtig, ein Justizsystem zu haben, das unsere Werte widerspiegelt. Ja, lokaler Input kann zu relevanteren und wirksameren Gesetzen führen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Gemeinschaft in rechtlichen Angelegenheiten vertreten fühlt. Absolut. Jeder sollte ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der für ihn geltenden Gesetze haben. Ich glaube, das stärkt das Vertrauen in das Rechtssystem. Genau. Eine starke Verbindung zwischen der Gemeinschaft und ihren Gesetzen ist von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns weiter diskutieren, wie wir uns für diese Veränderungen einsetzen können. Lektion 26: Vision und Anpassungen. Absolut. Wir dürfen unsere Vision nicht aus den Augen verlieren, während wir Anpassungen vornehmen. Ja, es ist wichtig, dass wir uns weiterhin auf unsere langfristigen Ziele konzentrieren. Genau. Änderungen sollten unsere Gesamtmission verbessern und nicht davon ablenken. Ich stimme voll und ganz zu. Es geht darum, die richtige Balance zu finden. Rechts. Flexibilität ist wichtig, aber auch die Treue zu unseren Grundwerten. Behalten wir das im Hinterkopf, während wir uns durch diese Änderungen bewegen. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir beides effektiv tun können. Absolut. Unsere Vision wird uns bei allen notwendigen Anpassungen begleiten. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass unsere Ziele erreichbar bleiben. Lektion 27: Einblicke in die Stadt. Städte in diesen Regionen sind faszinierend und vielfältig. Ja, Orte wie Bangkok und Ho Chi Minh Stadt haben eine reiche Kultur. Ich liebe es, dass jede Stadt ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte hat. Genau. Die Mischung aus Tradition und Moderne ist faszinierend. Ja, und die Food-Szene in diesen Städten ist unglaublich. Absolut. Streetfood ist dort ein Muss für jeden Besucher. Ich kann es kaum erwarten, diese lebhaften lokalen Märkte zu erkunden. Ich auch nicht. Es wird ein Abenteuer voller neuer Geschmacksrichtungen und Erfahrungen sein. Planen wir eine Reise, um alles zu entdecken, was diese Städte zu bieten haben. Lektion 28: Erstellen Sie Ihren Raum. Genau. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der Ihr aktuelles Selbst und Ihre Bedürfnisse widerspiegelt. Ich stimme voll und ganz zu. Unsere Umgebung soll uns inspirieren und unterstützen.
Ja, wenn sich ein Raum persönlich anfühlt, kann er unser Wohlbefinden steigern. Absolut. Ich liebe die Idee, Elemente zu integrieren, die repräsentieren, wer wir sind. Es macht einen großen Unterschied, wie wir uns in dieser Umgebung fühlen. Ich denke, es kann uns auch motivieren, produktiver und kreativer zu sein. Ja, ein Raum, der bei uns Anklang findet, kann Inspiration auslösen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir unsere Räume noch individueller gestalten können. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam schaffen können. Lektion 29: Natürliche Quellen. Wussten Sie, dass heißes Wasser wie eine Quelle sprudeln kann, wenn das Oberflächengestein weich oder porös ist? Das ist wirklich interessant. Ich war schon immer von natürlichen Quellen fasziniert. Ja, sie können wunderschöne Landschaften und einzigartige Ökosysteme schaffen. Absolut. Die Art und Weise, wie das Wasser fließt, kann faszinierend sein. Ich finde es toll, dass sie oft Wildtiere und Pflanzen anlocken, die unter diesen Bedingungen gedeihen. Ja, es ist wie ein verborgener Schatz in der Natur, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Genau. Die Erkundung dieser Gebiete kann eine lohnende Erfahrung sein. Ich stimme zu. Planen wir einmal einen Ausflug, um eine natürliche Quelle zu besuchen. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, eines aus der Nähe zu sehen. Lektion 30: Online-Shopping-Trends. Ist Ihnen in letzter Zeit aufgefallen, dass Online-Shopping immer beliebter wird? Definitiv. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, von zu Hause aus einzukaufen. Das ist praktisch, vor allem bei einem vollen Terminkalender und der Vielfalt der verfügbaren Optionen. Ja, und die Möglichkeit, Preise einfach zu vergleichen, ist ein großer Vorteil. Ich stimme zu. Es ist spannend, Angebote zu finden, ohne das Haus verlassen zu müssen. Darüber hinaus helfen uns Online-Bewertungen dabei, vor dem Kauf fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau. Es hat die Art und Weise, wie wir einkaufen, in vielerlei Hinsicht verändert. Ich frage mich, wie sich traditionelle Geschäfte an diesen Trend anpassen werden. Das ist eine gute Frage. Sie müssen innovativ sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Lektion 31: Träume und Arbeit. Es ist wahr, unsere Geschichte basiert auf solchen Träumen und Mühen. Ja, und durch unsere Träume ebnen wir den Weg für zukünftige Generationen. Absolut. Die harte Arbeit und der Ehrgeiz derer vor uns inspirieren uns. Ich liebe es, wie Träume Gesellschaften prägen und den Fortschritt vorantreiben können. Ja, jeder Erfolg ist ein Beweis für Ausdauer und Vision. Es ist wichtig, diejenigen zu ehren, die für ihre Träume gekämpft haben. Ich stimme zu. Ihre Geschichten motivieren uns, unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Lasst uns weiterhin große Träume haben und hart an unserem eigenen Leben arbeiten. Ja, gemeinsam können wir etwas Positives bewirken. Lektion 32: Strandtagspläne. Hey, wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig und heiß, perfekt für einen Strandtag. Das klingt erstaunlich. Ich habe mich auf etwas Spaß in der Sonne gefreut. Ebenfalls. Es gibt nichts Schöneres, als am Meer zu entspannen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren. Ja, und vielleicht können wir ein paar Spiele zum Spielen am Strand mitbringen. Tolle Idee.
Es wird den Tag noch angenehmer machen. Packen wir auch ein Picknick ein. Strandessen schmeckt immer besser. Vereinbart. Es wird ein fantastischer Tag. Lektion 33: Bedeutung der Marktforschung. Was halten Sie von Marktforschung? Ich glaube, dass es entscheidend ist, um die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zu verstehen. Absolut. Es hilft Unternehmen dabei, ihre Produkte effektiv anzupassen. Ja, und es kann Einblicke in neue Trends auf dem Markt geben. Genau. Unternehmen, die in die Forschung investieren, haben oft einen Wettbewerbsvorteil. Ich stimme zu. Es prägt ihre Strategien und verbessert die Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus hilft es dabei, potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Ja, proaktive Maßnahmen können einen großen Erfolgsfaktor ausmachen. Lassen Sie uns mehr über effektive Marktforschungsmethoden erfahren. Lektion 34: Interviewreflexionen. Großartig. Wie fühlst du dich insgesamt nach dem Vorstellungsgespräch? Eigentlich fühle ich mich ziemlich gut dabei. Ich glaube, ich habe die meisten Fragen gut beantwortet. Das ist fantastisch. Selbstvertrauen kann in Vorstellungsgesprächen einen großen Unterschied machen. Ja, und ich habe versucht, entspannt zu bleiben, was mir geholfen hat, klar zu denken. Das ist ein kluger Ansatz. Fühlten Sie sich auf die Art der gestellten Fragen vorbereitet? Meistens. Ich hatte vorher einige häufig gestellte Fragen geübt. Das ist eine tolle Strategie. Es hilft immer, auf alles vorbereitet zu sein. Genau. Jetzt muss ich nur noch auf Ihre Antwort warten. Ich bin mir sicher, dass Sie bald gute Neuigkeiten hören werden. Lektion 35: Busfahrpläne. Sie kommen tagsüber normalerweise alle 15 Minuten. Perfekt. Gibt es einen Busfahrplan, den wir überprüfen können? Ja, es gibt eine digitale Anzeige, die die nächsten Ankünfte anzeigt. Das ist praktisch. Es erleichtert die Planung unserer Reise. Sicher. Die Kenntnis des Zeitplans hilft uns, lange Wartezeiten zu vermeiden. Genau. Ich möchte lieber pünktlich sein und den Bus nicht verpassen. Ebenfalls. Behalten wir es im Auge, während wir warten. Ja, und wir können unsere nächsten Schritte anhand der Ankunftszeiten planen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, die Stadt zu erkunden. Lektion 36: Kerzenherstellung. Haben Sie schon einmal versucht, zu Hause Kerzen herzustellen? Nein, aber es klingt interessant. Wie ist der Prozess? Es macht tatsächlich ziemlich viel Spaß. Sie können Ihre Düfte und Farben auswählen. Das klingt kreativ. Ich liebe die Idee, Kerzen zu personalisieren. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, einzigartige Geschenke für Freunde und Familie zu machen. Das kann ich sehen. Handgefertigte Kerzen müssen sich beim Empfang besonders anfühlen. Das tun sie wirklich. Außerdem ist der gesamte Prozess entspannend und angenehm. Ich würde es gerne einmal ausprobieren. Es klingt nach einem perfekten Wochenendprojekt. Definitiv. Lassen Sie uns bald gemeinsam eine Kerzenherstellungssitzung planen.